Da vorn, da ist Brandenburg. Es gibt noch so viel Raum für rechtliche Grauzonen, Wagenburgen, kultivierter, experimenteller Verslammung, bei der sich dann jeder hinterher fragt, wie funktioniert das? Oder frei von stadtplanerischer Willkür, wer über Nacht baut, darf bleiben, als Experiment und Wahrzeichen der Stadt von morgen. Aber so weit sind wir noch nicht. Blick ins Jetzt und Gestern. Wir können aus Geschichten lernen, wenn wir bereit sind, zuzuhören. Substrat des Stadttheaters sollen Künstler sein, die mit ihren Fähigkeiten die Stadt manipulieren. Sprediamee, ein Essayfilm über Pioniergewächse und Kunstheiler. Er hat alles, aber ich kann laufen nach Bauhaus, nach Helwig, aber normale Ältere, normale Mädchen schafft er nicht, der Kranke schafft er nicht. Ich könnte sagen, dass er das gekauft hat, aber ich flehe euch, ich bitte diesen Mensch, dass der gekauft hat, soll diese Familie einen Vertrag machen, dass er weiter hier unseren Mantelmann führen kann. Und ich danke euch für alles und für alles. Ich möchte, bitte, wir unterstützen diese Stadt. Und die sollen uns helfen. Das ist so markant auffällig schlecht. Ja. Das ist, es schreit. Beide Materialien, ja, weil beide Materialien, ob Wellblech oder Latte, das ist kein Material, was ich hier aus der Stadt kenne, ja. Aber aus der Stadt kenne ich Platte. Und dann nimmt man Industrieplatten, ja. Also irgendwas, was halt mit der Stadt auch in Korrespondenz steht, oder? Ja, schön gesagt. Ja, nee, ehrlich, das fehlt, das vermisse ich. Das fände ich naheliegend. Es sind schon immer sehr viele Künstler gerade in Gebiete gezogen, wo zum einen billiger Wohnraum war, hoher Leerstand und zum anderen auch, wo sich tatsächliches Leben abspielt, weil Künstler an und für sich nicht unbedingt in so schon städteplanerisch geglättete Bezirke ziehen wollen, wo alles schon vorsortiert ist, wie zum Beispiel das Hansaviertel hier in Berlin oder so, sondern in Bereiche, wo das tatsächliche Leben stattfindet, wo es noch Konflikte gibt, weil sich der Künstler meistens häufig auch selber mit und in seiner Arbeit im Konflikt befindet und Konflikte darstellt oder sich auseinandersetzt zumindest. Und das im oft bourgeoisen und geglätteten und schönen Bezirken findet das nicht mehr so viel statt. Aber meinst du, die zugezogenen Künstler, das Beispiel nach Hohenschönhausen, sprechen die Sprache der Bewohner, bringen das mit, was den Bewohnern fehlt? An und für sich nicht. An und für sich ist der Künstler in solchen Gegenden, in den Rand- und Problembezirken, immer und originär auch der erste Schritt zur Gentrifizierung. Das muss man mal ganz klar sagen. Weil er wird vielleicht auch im ersten Moment eine Aufwertung auch für die Menschen bringen, dort, in dem Raum geschaffen wird, Begegnungsorte, künstlerische Orte, Oasen, die vorher nicht da sind. Aber im gleichen Zuge zieht er immer etwas hinter sich her und das ist meistens andere Studenten, das sind meistens dann junge Familien etc. Also es ist problematisch. Also sobald Kunst ist einerseits
ein Mittel, um soziale Spannungen auszuräumen oder Oasen auch zu schaffen, aber gleichzeitig ist es auch der Anfang meistens eines Gentrifizierungsprozesses. Kunst wertet auf, Immobilien, Bezirke, Gegenden, Regionen, was auch immer. Haben wir jetzt ein wunderbares Beispiel mit The House. Da haben wir eine Gruppe von Street-Art-Künstlern, denen ich unterstelle es ihnen, ich mag ihnen Unrecht tun, aber es macht mir ganz den Anschein, als ob da eine kommerzielle Idee im Vordergrund stand, die einfach ein Immobilienprojekt aufwerten soll durch eine künstlerische Attitüde. Aber prinzipiell macht es ganz deutlich den Eindruck, als ob hier Kunst instrumentalisiert wird, für wirtschaftliche Spekulationen in der Immobilienwirtschaft. Ganz einfach. Der Investor und Stadtvisionär Daniel lud mich zur Führung durch sein Berlin-Mitte-Architekturjuwel. Er bietet Raum für Tagungen und Wohnen und öffnet mir ein Fenster in seine Gedankenwelt. Into it, and on this side you have elements added and stretching up. Und ärgerst du dich nicht ein bisschen, dass du nicht vielleicht 5 oder 10 Jahre früher hier eingestiegen bist? Warum? In Berlin, weil es billiger war? Wieso? Ich habe das Grundstück gekauft, da war diese Ecke völlig verpennt. Die musste quasi wachgeküsst werden. Ich habe es gekauft vor der letzten Anhebung der Grunderwerbsteuer in Berlin um einen halben Prozentpunkt. Das muss gewesen sein. Ich habe es irgendwo 2006, glaube ich. Ich habe es umzäunt und versichert und habe erst mal nachgedacht. Ach so, okay. Jetzt bereits 2-3 Jahre später kamen die ersten Anschreiben, wie heißen die, der Family Trusts, ob wir nicht verkaufen wollten und so weiter und so fort. Wir haben immer gesagt, ganz klares Niet. So. Mit irgendeinem Arschloch wieder mal Rendite macht, haben wir gesagt, nee. Ich habe einen Kassiber, also eine Kupferschatulle vergraben. Beim Richtfest? Mit meinen wichtigsten Erkenntnissen, genau. In der Tageszeitung, ein paar Haribo-Goldbärchen und mehreren Schriftstücken. Dann könntest du ja selbst als Schamane arbeiten, das hört sich ja irgendwie... Meine Frau ist Schamanin. Meine Frau hat sogar eine schamanische Trommel aus Tuva. Du kannst in Berlin nur überleben, wenn du überlegst, was die anderen nicht machen. Und die zigte Aufführungsstätte für irgendwelche Off-Kulturveranstaltungen ist mit Sicherheit das Letzte, was ich freiwillig machen würde. Sie verdienen alle kein Geld, sie darben alle am Existenzminimum, sie fühlen sich alle nicht hinlänglich estimiert, wie meine Mutter sagen würde, also nicht ausreichend gewertschätzt, sind dauernd beleidigt, wollen nie zahlen. Ich mache sowas nicht. Also Künstler sind ja... Freie Gruppen können mich mal. Schlimm, gell? Aber das ist nur Ärger. Ja, ja. Aber insgesamt haben ja Künstler auch für die Stadtentwicklung in Berlin gemacht und haben dann letztendlich nicht profitiert. Hätten die irgendwie anders vorgehen sollen? Also die werden ja schon teilweise so aus den Bezirken nach einer Zeit wieder rausgedrängt. Ja, aber warum waren sie überhaupt da, um rausgedrängt zu werden? Sie sind gekommen als Pioniere, wie Pionierpflanzen, zu denen glaube ich auch die Birke zählt, und haben die Zeiten der Mietfreiheit, aber der niedrigen Mieten weidlich ausgekostet. So. Und Kunst ist ein Geschäft. Wenn sich Kunst nicht rechnet, ökonomisch, dann muss man die Konsequenzen ziehen. Dann wird das ein Hobby fürs Finanzamt. Wir hätten sich ja in guten Zeiten engagieren können, 2 Schritte weiterdenken können. Hätte er sagen können, wir machen jetzt eine Baugruppe nur für Künstler, von Künstlern, für Künstler, mit Künstlern und bauen ein Atelierhaus. Statt abends immer nur zu kiffen und
und in die Disco zu gehen oder zu irgendwelchen illegalen Partys. Ich meine, so kann man es ja auch machen. Aber eigentlich hätte der Senat schon sagen müssen, es gibt eine Reihe von Grundstücken, die sind dediziert ausgewiesen als Atelierhäuser. Wir fördern das durch, keine Ahnung, günstigen Grundstückspreis oder Beratungsleistungen kostenlos oder kostenlose Moderation. Aber nein, was macht der Senat? Er verkauft die Grundstücke und an den meistbietenden Investor und der baut dann die so und so vielte hochpreisige, renditeträchtige Nullnummer mit null Fantasie. Vielleicht zu deinem neuen Projekt oder nächsten Projekt, wenn du da schon irgendeine Idee hast. Ja, das neue Projekt müsste eine ganz klar ablesbare, auch dokumentierte soziale Inklusionskomponente haben. Ich sage mal 50-50. 50% krasser Kapitalismus, also hochwertige Eigentumswohnungen, sehr, sehr klein, aber auch schon geprägt vom Gedankengut des Clustering, also vergleichsweise kleine private Flächen, sehr guten Schlafzimmern, die auch auf natürliche Art belüftet werden, die dunkel sind, die ruhig sind und eine kleine, mehr in Richtung Teeküche tendierende Einheit und alles andere für den Medienkonsum, für das Lesen, für das Spielen, was ja auch viel zu selten gemacht wird, Bridge, Canasta, Skat, Romy, Schach, für das Geselligsein, das würde dann in Gemeinschaftsräumen stattfinden. Und ich habe sogar daran gedacht, sehr kleine Zimmer für Obdachlose bereitzustellen, allerdings dann mit sozialtherapeutischer Betreuung. Denn es sind Menschen, die haben oft Schwierigkeiten, die sind nicht nur aufgrund von ökonomischen oder sonstigen Widerfahrnissen ins Straucheln gekommen, sondern haben psychische Probleme. So. Leider auch im Rahmen der Sicherheit eine einzige Zugangsmöglichkeit mit Gesichtskontrolle. Es ist ja auch in der Gentrifizierung nicht alles schlecht. Es ist ja auch ein Kompliment an die Innenstädte, dass Leute mit Geld bereit sind zu sagen, sie gehen ins Zentrum. Ja? Aber fürs Alter gibt es eigentlich in meinen Augen keine Alternative zur Stadt. So. Und da kann man entweder ein Haus bauen mit 10 Wohnungen, die 10. behalten, den Rest verkaufen und sich dann genauso langweilen wie zu Hause auch. Oder man kann versuchen, auf das People-Business zu setzen, auf die menschliche Interaktion. Das heißt, ein Kommen und Gehen der Gäste und dazwischen halt der Kontakt. Also ich habe quasi meinen Fernseher ins Haus geholt. Das Haus ist mein Fernseher, ist mein Programm. Könnte man nicht irgendwie auf der grünen Wiese vor Marzahn auch noch ein geiles Berlin bauen oder einen guten Bezirk? Was müsste der dann haben eigentlich? Gute Anbindung an öffentlichen Nahverkehr. Wenn es gelingen würde, den kompletten Innenbereich, also des Berliner S-Bahn-Rings, komplett von Verbrennungsmotoren zu tilgen, hätte man eine Verdoppelung des potenziellen Baulandes. Man könnte sämtliche Mittelstreifen aller größeren Straßen, 1- bis 2-geschossig, von mir aus auch temporär, qualifiziert bebauen. Zu 0 Erschließungskosten, weil alles schon da ist. Zuwasser, Abwasser, Strom, Telefonie. Ich finde Berlin klasse. Berlin ist die Hauptstadt von Europas führender Wirtschaftsmacht. Das haben wir als Lichtschutz, weil wenn es nicht wäre, könnte im Winter zumindest, könnte die gesamte Straßenseite in die Dusche reingucken. Ja, und wer duscht hier? Die Leute aus der Etage oder was? Das ist verbunden? Nee, das ist für den Aufführungsraum. Du musst ja, guck mal, du musst ja hier eine Schminkkommode haben, fürs Schminken, für die Visagisten. Aber ich dachte, hier soll keine Kultur stattfinden. Natürlich findet hier Kultur statt, aber keine Fringe-Kultur. Ich will keine subventionierten Gruppen. Ich will nur private Gruppen, die das aus Leidenschaft machen. Ich kann es nicht mehr hören, ich habe kein Geld, mach's billig, so billig wie es geht. So, das ist der Dienstwagen. Deutsch-National. Mit Illumination, wenn es sein muss.
Was ist أنا بالفيفتي كلاس نيكست يا ملعب Can we take a look at the karte? Okay, yeah. So this project asks how can we document what we're doing, or what could be the end result. The result of this, all this activities. So will be this A3 board? Visualization is the next phase. And this is the 3 hotspots. It's around here, Mehringplatz. Then it's around the old Blumenhalle, and it's Theodor Wolf Park. This is 3 areas we ask everybody to visit, but of course you are free to go everywhere and to look for your for which the are topic. also the 3 main public space, and then around which several things are happening. So. Yeah. Because I think what you said is so interesting that you, in this short term, you saw so many transformations happening. Definitely. And when the light goes up, you will see we are again in another environment. So this should be, it's so precious to keep. Definitely. And we have the full interest in producing a good outcome out of this laboratory. Gleich werden wir den Park feierlich eröffnen, werden das rote Band zum Kurpark Börek zerschneiden. Einer der Anwohner, Richard Höninghausen, der sagte, ja, wir sind ganz neu hier in der Stadt, wir möchten unbedingt zusammenwachsen und nachbarschaftlich Gemeinsamkeit erfahren. Einbruch geht um sich, grassiert gerade in Berlin. Dass man zum Beispiel, wenn jetzt verdächtige Personen im Auto sitzen vor den Häusern, dass man das meldet. Unser Kiez hatte keinen Namen. Unser Kiez war ein blinder Fleck, zum Beispiel auf Google Earth. Auf Fragen wie, wo wohnst du denn, wo ist deine Hut? Ja, da wusste ich keine passable, adäquate Antwort. Oft musste ich mir folgende, nicht ganz unrichtige Kritik anhören. Ja, also unsere kleine Siedlung wäre eine Aneinanderreihung vorstädtischer Wohnbebauung an einem eigentlich unpassenden Ort. Bei aller Vielfalt der Fassaden führe diese Monokultur doch nur dazu, dass die gern geforderte städtische Urbanität gar nicht entstehen kann. Das Leben spiele sich dort hinter verschlossenen Türen ab. Nun ist uns mit der Taufe zum Kurpark Börek ein symbolisches und sinnbildliches Zuhause geschenkt worden. Ein lebendiger Platz, an dem Nachbarn einen gesunden Austausch pflegen, informelle Verabredungen treffen können, das Teilen von gemeinsamen Hobbys, wie zum Beispiel Tischtennis, das lockere Gespräch vor der Tür, ein Ort der Identität, ein Ort der Organisation von Kinderfreizeiten und Kulturprogrammen. Ja, Kulturpark, Kurpark Börek. Einfach diese unökonomische Fassadendämmung, ja, die uns teurer kommt letztendlich als alles andere. Ja, ist auch hier im Katalog. Die haben sie auf 1.070.000 haben sie die gesetzt. Ja. Und die Instandsetzungskosten bei 7.000 angesetzt. Ja. Können wir hier runtergehen und dann Ich sage, wenn die Frauen sich nicht drum gekümmert hätten, wir hätten alle nicht gewusst, was wir machen sollen. Nee, das stimmt. Die Männer. Die hätten mit uns gemacht, was sie wollen. Richtig. Die den Widerstand hier organisiert haben. Ja, aber das waren eben die Ersten, die da angefangen haben und haben dann rausgesucht aus den
einzelnen Häusern, wer mitmacht als Informant. Ich bin ja praktisch nur Mitläufer. Ich mache ja nichts. Das machen Sie ja alle. Wir rennen überall hin, wo Sie sagen, da müssen wir hin und da gehen wir hin. Ich meine, da ist doch das letzte Stück altes Berlin hier in der Gegend, das so eine gesunde Mischung ist. Das wird ja sonst nur noch zugezogen. Das ist jetzt sehr kompliziert, wenn das modernisiert. Wir müssen ja wissen, wo wir hin sollen. Wir haben uns erkundigt im Altersheim bzw. altersgerechtes Wohnen. Wir sind schon jahrelang angemeldet, aber ist gar nicht dran zu denken. Seit 2006 sind wir angemeldet. Da haben wir gefragt, vorläufig nichts. Also bleiben wir drin. Das wäre die einzige Möglichkeit für Eine uns. altersgerechte Wohnung oder Seniorenheim? Seniorenheim. Ach, dann ist hier doch schöner eigentlich. Hier im Haus bleiben in der Gegend. Ist doch mehr los als im Seniorenheim. wir bleiben auch 50 hier. Jahre hier wohnen. Aber wir wollten uns wenigstens mal erkundigen, wie weit sie sind. Überhaupt nichts. Nee, überhaupt gar nicht dran zu denken. Das ist es, aber wir sind dadurch. Man müsste eigentlich da rein. Aber das ist es. Ich war seit 22 Jahren nicht mehr hier. Und früher war das meins. Was ist hier unten drin, eine Schule? Schule? Nee, hier ist keine Schule. Also Ein Start-up? Nee. Ein Architektenbüro? Oben, ja, hier ist ein Designer, glaube ich, drin. Designer. Wir suchen eigentlich gar nichts. Früher war das mal mein Haus. Ach so. Also nach der Wende hatte ich das als Kunstprojekt. Ah, schön. Hier ist der Film gerade ein bisschen, weil dieses Haus habe ich mal entdeckt nach der Wende. Und jetzt blickt man gar nicht mehr durch, weil es natürlich vollkommen anders aussieht. Ja, das stimmt. Ich war kurz dran Public Relations. Interessant. Guck mal, das ist doch sowas mit Tee, oder? Aber Cool Man ist kein Tee. Ich glaube, vielleicht sind diejenigen, die das Haus hier entdeckt und gemacht haben, oder? Wieso? Du hast es doch entdeckt. Nein, ich meine die in der Phase 2 dieses Haus gentrifiziert haben, oder wie man es sagt. Also Phase 2 ist, wenn man raus Geld macht. Phase 2 ist, wenn die Karawane weiterzieht. Ich meine, du gehst dann ja wieder woanders hin. Du hörst ja nicht auf. Du siehst dich schon auch als Pionier hier in Mitte. Eindeutig. Also ich würde sagen, ich habe Mitte begründet. Einfach, weil ich dazu Lust hatte. Und weil mir die damalige Wohnungsbaugenossenschaft auch vertraut hat. Also die haben mir wirklich alle Schätzchen angeboten. Ja, dann habe ich die Büchse der Pandora aufgemacht. Das ist Lena Braun, die hat 1992 das ganze Haus hier gemietet. Es war mal ein Kunstprojekt und ich bin die Initiatorin. Und jetzt, wisst ihr, was mit diesem schönen Haus passiert? Nein, bitte erzähl's mir. Weil ich bin das erste Mal seit 95 wieder hier, weil ich habe mich hier nicht mehr hingetraut, weil ich so traurig war. Und du erzähl mal jetzt deine Geschichte. Jetzt kommen hier Luxusapartments. Nein! Jetzt kommen hier Luxusapartments? Nein. Wir müssen alle raus. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das früher ausgesehen hat. Wir haben hier mit Hochdruckstrahlgeräten gestanden und den Seifenschleim rausgespritzt bei minus 15 Grad, ohne Heizung. Weil es war früher eine Seifenfabrik. Vor der Wende. Das ist toll. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Nationalgalerie. Hier, wir sind dann beim MoMA PS1 gewesen, mit dem Projekt. Aber ich habe hier, schau, das ist hier gewesen. Ja, das ist Morgenpost. Schräg, schrill, sinnlich, Boudoir über die New Yorker Szene. Und dieses Foto ist hier in diesem Haus. Und wo bist du? Das bin ich. Das ganz war nett aus. 1994. Ganz anders, ganz brav. Ja, total. Aber ich war nicht brav. Lena Braun, Mapping Berlin. Hier kannst du sehen, wo ich überall Orte hatte. Das Boudoir ist hier, schau. Ja. Und da hatten wir auch vorher noch einen Club Tabu. Und dann, was war das zweite erfolgreiche große Gentrifizierungsprojekt? Naja, also so groß in dem Sinne war ich nicht mehr, flächenmäßig. Aber das, was danach kam, war das Barbie Deinhoffs, da hatte ich 2 Stück. Sehr bekannte Künstler haben gesagt, da geht doch keiner hin, die sind alle nur in die Oranienstraße gegangen damals. Also es gab 61 und 36, aber eigentlich gehörte das nicht dazu. Aber ich wusste von den Stadtplanern, dass Mediaspray kommen würde und dachte mir, dass die Ecke kommt.
Für 3,8 kann man es nicht selbst Also wenn machen. man es nicht kann, kann man es nicht selbst machen. Nee. Ich finde diese Kante schön hier. Guck mal. Ich finde auch die Farben. Also auch Machen sowas Architekten? Also ja, er hat eigentlich Architektur, also das merkt man, ne? Ja, das merkt man, das ist ein Haus, ein Wohnhaus. Ich finde auch, es ist ein Haus. Man könnte das auch in riesig machen. Ja. Total schön, total schön. Also so ein Ding in Marzahn? Das wäre dann wie so ein Pop-Up-Haus, was da gelandet ist. Für 40.000 Bewohner. Wo wäre dann Lena Brauns Kulturort? Wo willst du den dann hin? Hier da oben. Da. Guck. Da. Erstmal braucht frische Luft. Und dann nehme ich noch die oberste Etage hier. Da, wo jetzt die Flaschen stehen. Das wäre entspannt. Können wir was trinken gehen? Also, zum Beispiel Ich weiß noch, wo ich das erste Mal als Gentrifizierer bezeichnet wurde. Und zwar in der Oppelner Straße in meinem Hundeshop. Da meinte doch glatt der Besitzer, ja Lena, was willst denn du eigentlich? Du bist ein Gentrifizierer. Und ich wusste damals noch gar nicht, was das ist. Das war vielleicht 2005 oder so. Da hat dieser Mann, dieser einfache Mann, der Jalousien anbrachte, das war sein Job, mir erzählt, dass ich Gentrifizierer bin. Und der hat damals das schon erkannt, dass wenn die Künstler kommen, dass danach die Maschine losgeht. Und er hat auch seinen Laden verloren. Weil die Künstler alles so schön gemacht haben. So lebendig. Also ein cooles Prinzip. Echt scheiße. Dass wir alle dabei beteiligt sind, weißt du? Irgendwie. Man macht es schön, danach wird es aseptisch. Ich glaube aseptisch, ja. Henry, ich bin da. Nach Beuys, Künstler sind eigentlich Heiler, oder sagen wir mal, es ist eine Rolle, die ein Künstler einnehmen kann. Bleiben wir mal auf dem Teppich. Also natürlich gibt es auch andere Künstler. Und was will ich heilen? Also ich kann natürlich Menschen heilen, ich kann auch ganze Stadtbezirke heilen. Ja, von sagen wir mal, davon, dass es schrabbelig aussieht. Dann kommt der Heiler, der Kunstheiler und macht wieder alles schön. Viele Künstler in Berlin erleben ja, dass sie irgendwo in Immobilien reinkommen können und mitmachen können. Also als konkretes Beispiel ein Haus, was saniert werden soll, sagen wir mal in der Potsdamer Straße oder so, oder in Mitte, das ist jetzt gerade erstmal leer. Und es wird noch wahrscheinlich ein halbes Jahr dauern, bis das Ding komplett oder in Einzelteilen verkauft ist und saniert wird. Was machen wir da in der Zwischenzeit, damit es sich auch besser verkauft und das ganze Ding da nicht tot rumliegt? Wir lassen da ein paar Künstler rein. Und an sich würde man sagen, ist das kein Problem, warum nicht? Also die Künstler profitieren, die können da Ausstellungen machen. Und die Leute, die Betrachter denken, ja, das ist hier irgendwie ein geiler Offspace, das ist total Berlin, ja. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass die Künstler dann nach 3 Monaten raus sind. Und das ist das, was in Berlin ja eigentlich ständig passiert. Also ich finde das in Ordnung, wenn alte Häuser wieder renoviert werden, dass da wirklich Künstler gebraucht werden, um das jetzt reinzuwaschen oder so. Das wäre jetzt Unsinn, das wäre, sagen wir mal, ein bisschen paranoid. Aber im Prinzip ist es so, dass wenn ich irgendwie was aufschließen will, ein Gebäude, ein Stadtteil, dann pflanze ich Künstler an wie Kartoffeln und die bereiten mir den Boden. So, und dann habe ich aber ein Problem, ich muss sie auch wieder loswerden. Und das ist dann, wo die Konflikte entstehen. Also hier ist es auch so, dass hier Künstler reingebeten werden und das Ding wird wahrscheinlich irgendwann mal dann eine richtige Kreativfabrik, wo halt Leute, die ordentlich Asche haben, mieten oder kaufen. Ja, wo dann, sagen wir mal, der Geist der Kreativität, sofern er überhaupt jemals hier drin gewesen ist, dann hier praktisch einen guten Spirit verbreitet. Also so wie es in Mitte gewesen ist zum Beispiel, in der Nähe vom Tacheles gibt es ja auch so Kreativhöfe, da waren ehemals Künstler drin, wo dann auch geworben wird mit diesen Begriffen, wir vermitteln Kreativität und Leidenschaft in unseren
Höfen, aber das sind ganz normale Häuser mit ganz normalen Eigentumswohnungen. Hier müsste man mal investieren. Okay, geht los. Plätze, fertig. Oh. Jetzt geht's ab! Oh, weiter. Wir suchen ja heute die grünen Gold der Möpse. Ich wäre schon ganz nah dran, ja? Wäre es nicht irgendwie sinnvoll, als Künstler ins Ausland zu fahren und den Leuten Berlin auszureden? Ich finde es eine sehr gute Idee, ins Ausland zu gehen und den jungen Leuten, den Künstlern Berlin auszureden. Ja, und dann könnte man denen ja auch dann andere Städte wieder einreden, die es nötiger haben. Athen wäre so eine Stadt, die man den Leuten einreden könnte, weil ich glaube, was dort gerade passiert, dagegen stinkt Hohenschönhausen oder Lichtenberg oder Hellersdorf oder auch Marzahn, die stinken da total ab.